Hallo zusammen, ich bin der Tobias und es freut mich, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Ja, ich bin heute bei Premium Wanderwetter in der Pfalz unterwegs und zwar genauer im Nordosten des Pfälzerwaldes, nämlich bei Bad Dürkheim auf dem Ganerbenweg. Das ist ein Rundweg mit gut 10 Kilometern und etwas mehr wie 200 Höhenmetern. Also rein von den Wegdaten her gesehen ist das eine etwas entspanntere Geschichte. Was die Kulisse angeht des Weges, wie ihr hier seht, die ist allererste Sahne. Und ich bin auf jeden Fall schon richtig gespannt, was der Weg hier zu bieten hat. Ja, und wenn ihr auch gespannt seid, würde ich sagen, komm mit und wir schauen es uns zusammen an. Dann wollen wir ihn mal begleiten, den Tobi. Los ging es vom recht großen Wanderparkplatz Lindemannsruhe und nach nur wenigen Metern begann auch schon ein schöner, schmaler Wanderweg, der Tobi in den sonnigen Pfälzerwald hineinführte. Durch die noch recht kahlen Äste könnt ihr hier einen Bismarckturm erspähen. Dort sollte ihn der Wanderweg heute noch hinführen. Das erste Highlight der Tour sollte nun auch nicht lange auf sich warten lassen. Die Teufelsmauer, ein verstecktes Felsenriff bestehend aus dem im Pfälzerwald allgegenwärtigen Buntsandstein. Da war Tobis Entdeckergeist sogleich geweckt und er nahm die Felsen etwas näher in Augenschein. Was haben wir denn hier? Einen schön gestalteten Grenzstein. Von denen gibt es so einige auf dem Weg. Aber so schön wie dieser war kein anderer. Gefühlt kamen die kleinen Sehenswürdigkeiten des Weges nun dicht an dicht. Was es mit diesem Stein hier auf sich hat, das kann uns Tobi gleich mal erklären. Ja, so die ersten 3 Kilometer des Weges sind geschafft und ich bin jetzt hier an einem der kleineren Highlights angekommen, der Suppenschüssel. Ja, wenn ich jetzt meinen Pott Suppe dabei hätte, könnte ich die jetzt hier rauslöffeln. Andererseits, ein bisschen schmutzig ist sie schon. Naja, aber ganz putzig. Naja, also Suppe wollte ich aus der Vertiefung auch nicht löffeln. In der Vergangenheit diente der Stein wohl als Platz für einen Umtrunk, nachdem man die Gemarkungsgrenzen begangen hatte. Und keinen Steinwurf weit entfernt kam schon die nächste spannende Entdeckung. Ein alter römischer Steinbruch, Krummholzer Stuhl genannt, dessen Steine unter anderem für Teile der Wormser Stadtmauer verwendet worden sind. Tobi indes nahm den Namen des Steinbruchs aber erst einmal wörtlich und nahm Platz. Ein bisschen überdimensioniert, aber er nimmt, was sich anbietet, wenn es schon keine Bank am Wegesrand gibt. So, was ihr natürlich jetzt vor den Bildschirmen nicht mitbekommt, sind die Auswirkungen der Forstarbeiten, die es hier wohl in der letzten Zeit gegeben hat. Dadurch, dass jetzt hier so schön die Sonne drauf liegt, das duftet, kann ich euch sagen. Ah, herrlich. Da hätte ich auch gerne eine Prise von bekommen. Schade, dass er nur die schönen Bilder, aber nicht den Duft mit uns teilen kann.
Ein anderer Geruch, der ihn kurz danach streifte, trug dann aber eher weniger zu seiner Entspannung bei, sondern beschleunigte seinen Schritt. Ihr könnt es euch sicher schon denken. Klar, Kaffee und Kuchen lockten den Tobi. So erreichte er die gut besuchte Weißenheimer Hütte am Ungeheuersee. Frisch gestärkt ging es weiter. Und neben dem Seeufer war auch auf dem See einiges los. Kaum das Seeufer verlassen, führte der Weg an einer schönen Lichtung vorbei und immer weiter durch den sonnigen Pfälzer Wald. Unterwegs sinnierte Tobi über den Namen des heutigen Weges, konnte sich aber keinen Reim darauf machen. Das Internet erklärt, dass der Begriff der Ganerbschaft aus dem Mittelalter stammt, vermutlich aus dem Hochmittelalter. Der erste Wortteil Gan bedeutet im Althochdeutschen so viel wie gemeinsam und die Bedeutung des zweiten Wortteils Erben ist auch heute noch verständlich. Ganerben bezeichnete so etwas wie eine Erbengemeinschaft, welche das Familienvermögen gemeinsam verwaltet hat. Seit 2007 besteht hier das 2400 Hektar große Forstrevier Ganerben, durch welches der Weg verläuft. Ja, wie ihr hier an den Schildern seht, bin ich jetzt ein ganzes Stück dem Pfälzer Weinsteig gefolgt. Letzte Woche hatte ich ja auf meinem Weg durch die Karlstalschlucht den Pfälzer Waldpfad gehabt. Ja, das ist hier der zweite von den 3 größeren Premium-Wanderwegen in der Pfalz. Dazu kommt dann noch der Pfälzer Höhenweg. Ja, an der Stelle auch mal ganz liebe Grüße an die Wandersocken. Die laufen nämlich gerade den Weinsteig. Ja, was wir bei ihnen gesehen haben an Videos, sieht schon schick aus. Könnt ihr auch mal vorbeigucken. Ja, und ich gucke jetzt mal, bevor die Meute da drüben gerade kommt, weil hier ist einiges los, dass ich jetzt mal weiterlaufe. Man will es kaum glauben, ein YouTuber, der Menschenmassen meidet. Aber so ist der Tobi. Je mehr los ist, desto unleidlicher wird er meist. Die kamerascheue Wanderbegleitung heute war gerade noch nicht zu viel für ihn. Dafür aber für mich, da ich mich nicht gerne ersetzen lasse hinter der Kamera. Aber eines muss ich der Begleitung lassen. Sie hat es geschafft, den Weg trotz viel Wanderbetrieb meist menschenleer erscheinen zu lassen. Hier erreichte Tobi nun das größte und spannendste Highlight des Weges, den Heidenfels. Auch hier war der Entdeckerdrang wieder geweckt und es ging ab zwischen die Felsen. Der Name Heidenfels rührt übrigens daher, dass die mit Buchen und Eichen bewachsenen Felsen früher wohl als keltischer Opferplatz gedient haben. Nach einigen weiteren Kilometern, die Tobi über schmale, weiche Waldwege führten, erreichte er eine Quelle am Wegesrand, die er fast übersehen hätte. Das Schild klärt auf, dass es sich sogar um einen Brunnen handelt, den Geiersbrunnen, der nach einem Professor für Forstwirtschaft der Uni München benannt wurde.
war es fast geschafft. Der letzte, wortwörtliche Höhepunkt der Tour war erreicht. Der schon eingangs aus der Ferne erspähte Bismarckturm. Mit 36 Metern übrigens der höchste in der Pfalz. Ob man da auch hoch kann? Man kann. Da ließ sich Tobi nicht zweimal bitten und nahm die Treppe sofort in Angriff. Oben angekommen, bot sich ihm dann eine wirklich sagenhafte Aussicht. Nach dem anstrengenden Treppensteigen auf den Turm freute sich Tobi über den letzten Wegabschnitt, der ihn ganz gemütlich immer sanft bergab bis zurück zum Parkplatz führte. Ja, da haben wir es geschafft. Der Garn-Erben-Weg ist erwandert. Ja, war ein grundsolider, schicker, kleiner Wanderweg, ohne allzu große Schwierigkeiten, wie die Wegdaten am Anfang schon nahegelegt haben. Keine allzu großen Herausforderungen. Die Höhenmeter, die 200, die man nach oben zu überwinden hat, verteilen sich im Wesentlichen auf 2, in Anführungszeichen, steilere Abschnitte, aber das war auch relativ entspannt gewesen. Auf dem Weg selber war relativ viel los. Also wenn ihr eher nach was Ruhigerem sucht, entspanntes Wandern mit der Stille der Natur und den Naturgeräuschen, da seid ihr hier falsch. Habt direkt am Start schon einen riesigen Wanderparkplatz, der jetzt auch ziemlich voll steht und genauso viel los war unterwegs halt auch. Aber der Weg lohnt sich, gibt auch einiges zu sehen, unter anderem so einen alten römischen Steinbruch, den ein oder anderen spannenden Stein bzw. Grenzstein, den Bismarckturm, den Ungeheuersee nebst schicker kleiner Hütte nebendran, wo man auch ganz gut für Kaffee und Kuchen einkehren kann. Und was es nicht gab, waren jetzt übermäßig viele Aussichten. Wie ihr hier um mich herum seht, das meiste vom Weg ist im Wald, geht über viele Waldwege, Waldpfade, ganz wenig Forstweg erfreulicherweise mit dabei. Also das war von der Wegführung auch her sehr schick. Und ansonsten zu meinem Lieblingsthema Wegmarkierungen, die waren top, also keine Aussetzer. An jeder Abzweigung, an jeder Kreuzung gab es eine entsprechende Markierung, also da kam man auch recht gut durch. Ja, durch sind wir jetzt auch. Von mir war's das für dieses Mal wieder. Ich hoffe, euch hat's gefallen, mich zu begleiten. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.